Bezahlt die neuseeländische Kleinstadt Kaintingata tatsächlich 160.000 neuseeländische Dollar, rund 90.000 Euro an neue Einwanderer, also Menschen wie du und ich, die sich entscheiden, dort in Neuseeland sich in Kaitangata niederzulassen? Damit wollen wir uns in diesem Video einmal näher befassen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß ja, dass viele von euch planen, zum Jahreswechsel auszuwandern. Deswegen haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 noch einige interessante Seminare und Workshops für Auswanderer geplant. Bei allen unseren Seminaren geht es um Themen wie rechtssichere Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz außerhalb der EU und natürlich auch zweite Staatsbürgerschaften. Neben einem intensiven Kurs- und Seminarprogramm gibt es immer viel Raum für Networking bei unseren Events. Networking mit mir, mit Daniel und natürlich den anderen Teilnehmern. Das Beste ist, dass dein Ehepartner, Lebenspartner oder Geschäftspartner kostenlos zum Seminar, zum Workshop mitkommen kann. Alle weiteren Informationen zu unseren Seminaren und Workshops findest du im ersten Kommentar zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Events dieses Jahr kennenzulernen. Tatsächlich hört man ja immer wieder Geschichten hier auf den sozialen Medien von Städten, von Ländern, von Inseln, wo angeblich Einwanderer dafür bezahlt werden sollen, sich dort niederzulassen. Wir kennen ja Beispiele zum Beispiel aus Griechenland. Hier ist einfach die Bevölkerung auf manchen Inseln so zurückgegangen, dass man sich Sorge um die Zukunft auf diesen Inseln macht. Daher lockt man potenzielle Einwanderer mit Geldbeträgen oder anderen Vorteilen an. Wir kennen das ja auch aus Italien, wo man dann Häuser für 1 Euro kaufen kann, wenn man sich verpflichtet, diese denn zu sanieren. Seit einiger Zeit gibt es eben auch diese Story, dass einem angeblich die Ortsverwaltung von Kaitangata auf der Südinsel Neuseelands gelegen 160.000 neuseeländische Dollar bezahlt dafür, dass man sich dort niederlässt. Schauen wir uns doch zunächst mal Kaitangata auf der Karte an. Hier sehen wir also Neuseeland, die Südinsel und die Nordinsel. Australien ist hier im Westen gelegen. Jetzt zoomen wir mal weiter rein. Und da sehen wir es also wirklich, Kaitangata hier gelegen in der Nähe der Küste im Süden Neuseelands. Wie gesagt, ein sehr kleiner Ort. Nur 800 Menschen wohnen dort. Wenn du schon immer den Traum hattest, in Neuseeland zu leben, dann würde dich vielleicht ein solches Angebot reizen. Schauen wir uns doch mal an, wie Kaitangata aussieht. Schauen wir uns doch mal an, welche Immobilien es dort zu kaufen gibt und wie günstig oder teuer diese sind. Hier haben wir also aktuelle Immobilienangebote in Kaitangata. Ich habe jetzt einfach mal Häuser hier angezeigt mit mindestens 3 Schlafzimmern. Ich gehe davon aus, dass man als Familie dorthin auswandern würde. Hier gibt es insgesamt 7 Angebote. Preislich hier dieses Haus zum Beispiel 329.000 neuseeländische Dollar. Du musst davon ausgehen, dass ein neuseeländischer Dollar ungefähr 0,6 Euro ist. Scrollen wir mal weiter runter. Knapp 500.000 Dollar, knapp 495, 279, 310, 420. Schauen wir uns doch einmal diese Immobilie näher an. 310 neuseeländische Dollar, das sind ungefähr 170.000 Euro. Das bekommst du in Kaitangata für 170.000 Euro. Sieht ja alles recht kuschelig und gemütlich aus. Sicherlich müsste man dort nochmal eine Renovierung grundauf machen, aber darin sind ja die meisten Deutschen, Österreicher und Schweizer ziemlich gut. Hier ein ziemlich schöner Garten, ziemlich groß kannst du sehen. Da hinten sieht man dann auch ein Wasser. Soweit also dieses Immobilienangebot aus Kaitangata. Tja, und nun natürlich die große Frage, ist was dran an diesem Angebot? Bekommen neue Einwanderer
die sich also bereit erklären, in diesem idyllischen Ort hier in Neuseeland niederzulassen. Sattes Grün, absolut sicher. Also wenn hier der Atomkrieg tatsächlich kommen sollte, kannst du wahrscheinlich kein besseres Land als Neuseeland finden. Bei sämtlichen Studien, die sich mit dem Thema Folgen eines Atomkriegs befassen, ist Neuseeland und Australien ganz an der Spitze. Wenn du also hier leben würdest und dann auch noch dafür bezahlt werden würdest, 160.000 neuseeländische Dollar, da hast du schon mal die Hälfte eines solchen Hauses hier gekauft damit. Leider ist es aber wie meistens im Leben, wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch nicht wahr. Und so ist es hier auch. Es scheint erstens eine ziemlich alte Story zu sein und zweitens ist alles im Grunde auf ein Missverständnis zurückzuführen. Hier ein ziemlich alter Zeitungsartikel aus 2016 mit einer wunderbaren Luftaufnahme hier von Kaitangata. Und man macht hier Anspielungen eben auf den weltweiten Ruhm von Kaitangata. Otago townspeople trying to attract global interest in moving to their town have been forced to issue a statement pouring cold water on any suggestion that actually pay migrants to move. Also es war nie der Plan der Ortsverwaltung von Kaitangata, hier in irgendeiner Weise Geld zu investieren. Hier wird man also als Einwanderer nichts bekommen. Das ist also eine Falschmeldung, muss man leider sagen. Bitte also nicht das Rathaus und den Bürgermeister dort anrufen. Die werden wahrscheinlich schon seit 8 Jahren, so alt ist ja diese Story, hier ständig Anrufe von möglichen Einwanderern bekommen. Aber nun mal Spaß beiseite. Neuseeland ist ja definitiv das Traumland vieler Deutscher, Österreicher und Schweizer. Ich erlebe es auch immer wieder in den Beratungsgesprächen. Es ist eben ein wunderschönes Land, Neuseeland, sehr abwechslungsreich, sehr abgelegen, eine wirkliche Idylle. Jemand, der wirklich ganz weit weg will, am anderen Ende der Welt leben möchte, der wird natürlich keinen besseren Platz wahrscheinlich finden als Neuseeland. Tatsächlich ist eigentlich die Einwanderung nach Neuseeland gar nicht so schwierig, zumindest wenn du den richtigen Beruf hast, beziehungsweise die richtige Berufsausbildung. Hier ist Neuseeland ganz ähnlich wie zum Beispiel Kanada. Hier wird regelmäßig eine Liste veröffentlicht mit Fachkräften, die besonders dringend benötigt werden. Und wenn du dich dafür qualifizierst, dann kannst du entweder in Neuseeland direkt ohne Wartezeit die unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis erlangen oder aber erhältst für 2 Jahre erstmal eine beschränkte Aufenthaltserlaubnis, je nach Job, und kannst danach die unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis in Neuseeland bekommen. Ziemlich schwierig bis unmöglich ist es für Unternehmer, Freiberufler, Investoren, Rentner. Die haben leider kein Glück. Man muss sehr hohe Beträge, Millionenbeträge dort investieren, damit man dort ein Visum als Unternehmer bekommt. Und daher mein Geheimtipp, wenn du Unternehmer bist oder Freiberufler und nach Neuseeland auswandern willst, dann gibt es für dich 2 relativ einfache Wege. Der eine Weg ist eben, dass du in den sauren Apfel beißt, wieder zurück in den Job gehst und dir eine Beschäftigung in Neuseeland suchst, unter der Annahme, dass du entsprechende Qualifikation hast und dein Job auf der Green List, wie sie in Neuseeland ist, erscheint. Oder aber dein Ehepartner oder Lebenspartner ist möglicherweise jemand, der in einer solchen Tätigkeit arbeiten kann. Wir haben das schon öfter erlebt mit Mandanten, die nach UK, Kanada, Neuseeland oder Australien auswandern wollten. Der Ehepartner war zum Beispiel im Fall Neuseelands Altpflegerin. Sie hat dann dort einen Job gefunden über die Green List. Man hat sofort die Aufenthaltsgenehmigung bekommen und der Mann durfte natürlich mit umziehen und konnte dann dort sein Unternehmen gründen. Alternativ hätte er ein sehr großes Investment dort vornehmen müssen, was vielfach für ihn unrealistisch ist. Also unter der Annahme, dass du einen Job machen kannst, der auf der Green List erscheint, dann ist eigentlich die Auswanderung nach Neuseeland ziemlich einfach. Ja? Also das muss kein Traum bleiben. Wenn du das wirklich willst, dann ist das einfacher als in vielen anderen Ländern. Und das Gleiche gilt für die anderen 3 Länder, die ich auch genannt habe. Ja? Setz dich damit auseinander. Wir werden jetzt gleich mal hier die Green List aufmachen von Neuseeland und du wirst sehen, die ist eigentlich ziemlich vielfältig, diese Liste. Ich will fast sagen, da ist für jeden was dabei. Hier nun die Green List.
Hier nochmal die Details. Also du kannst dich entweder nach 2 Jahren Arbeitsvisum dann für den Daueraufenthalt qualifizieren oder bekommst diesen sofort. Und ein wichtiger Punkt, wir reden jetzt hier nicht nur von hochqualifizierten Funktionen, ja, sondern eben von allen möglichen interessanten Tätigkeiten, die du hier ausüben kannst. Wählen wir zum Beispiel mal die Baubranche aus. Insgesamt haben wir hier 8 verschiedene Funktionen, Rollen, Jobbeschreibungen. Hier unten zum Beispiel Vorarbeiter. Du bekommst als Vorarbeiter auf dem Bau sofort die unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis, straight to residence. Ein Kranführer zum Beispiel müsste sich zunächst mal hier 2 Jahre im Land bewähren und kann dann die Daueraufenthaltsgenehmigung erhalten. Ein Projektleiter auf dem Bau bekommt sofort auch die Aufenthaltserlaubnis. Wählen wir mal eine andere Branche aus, Trades, das ist das Handwerk. Elektriker in der Automobilindustrie, Mechaniker, Elektriker, Mechaniker für Motorräder, Klempner. Klempner werden bekanntlich überall gesucht. Und zu guter Letzt wählen wir nochmal Health and Social Services aus. Das sind also Pflege- und Gesundheitsberufe. Da werden jetzt zunächst mal natürlich die ganzen Ärzte erscheinen, aber wir finden auch andere Rollen dort. Zum Beispiel hier Kindergärtnerin oder Krankenschwester, sofort zur Residence. Wie du sehen kannst, in Neuseeland gibt es viele Beschäftigungsfelder, die sich hier für diese Green List qualifizieren. Man braucht tatsächlich Fachkräfte in den meisten Berufen. Wenn du also Interesse hast, dahin umzuziehen und du oder dein Partner oder deine Partnerin die entsprechende Qualifikation und Berufserfahrung haben, dann ist das, wie gesagt, absolut realistisch in Neuseeland zu leben. Wenn du 5 Jahre lang in Neuseeland gelebt hast, dabei völlig egal auf welchem Visum, kannst du übrigens den neuseeländischen Pass beantragen. Deutsche können ja seit Ende Juni 2024 die doppelte Staatsbürgerschaft eines Nicht-EU-Landes haben. Schweizer sowieso, die können das schon lange. Österreicher leider noch nicht. Würdest du als Österreicher die neuseeländische Staatsbürgerschaft annehmen, würde die österreichische automatisch verfallen, in den meisten Fällen. Der Pass Neuseelands ist natürlich sehr attraktiv. Wenn du also einen Plan B willst, dann ist das der ideale Pass, kann man schon sagen. Und vor allen Dingen, wenn du ihn kostenlos bekommst, einfach so ihn letztlich durch deine Anwesenheit dort mitnehmen kannst. Er ermöglicht Zugang zum Schengen-Raum, er ermöglicht visafreien Zugang zu den USA. Du kannst damit auch in Australien leben. Also der hat schon jede Menge Vorteile, der neuseeländische Pass. Zu guter Letzt wollen wir uns nochmal hier mit den steuerlichen Themen in Neuseeland ganz kurz auseinandersetzen. Schauen wir uns zunächst mal hier eine Stellenausschreibung an. Bleiben wir mal beim Thema Krankenschwester. So, hier haben wir eine solche Vollzeitstelle als Krankenschwester in der Nähe von Auckland. Bezahlung zwischen 63.000 bis 90.000 neuseeländische Dollar pro Jahr. Jetzt schauen wir uns doch mal an, was du hier an Steuern bezahlen müsstest, wenn du eine solche Krankenschwester wärst. Gehen wir mal von einem Gehalt von 90.000 neuseeländischen Dollar aus. Das sind ungefähr 54.000 Euro. So, hier können wir dann sehen, monatlich würdest du also 7.500 bekommen. Dein Netto wäre dann 5.748 neuseeländische Dollar. Steuerlich kann man also sagen, nicht sehr attraktiv diesbezüglich. Sicherlich gibt es aber auch schlimmere Länder. Was gibt es sonst noch zur steuerlichen Situation in Neuseeland zu sagen? Es gibt keine Kapitalertragssteuer. Das heißt also, wenn du zum Beispiel Krypto hast oder Aktien oder sonstiges Vermögen und es zu privaten Veräußerungserlösen kommt, dann fällt keine Steuer an. Es gibt keine Erbschaftssteuer, keine Schenkungssteuer. Allerdings musst du beachten, dass wenn du aus Deutschland wegziehst, du noch 5 Jahre unter die deutsche Erbschaft und Schenkungssteuer fällst. Und die Auslandseinkünfte sind in Neuseeland in den ersten 4 Jahren steuerfrei. Das heißt, wenn du zum Beispiel noch Kapitalerträge oder Dividenden oder sowas bekommst im Ausland in den ersten 4 Jahren, musst du darauf keine Steuern bezahlen. Beim Wegzug nach Neuseeland gibt es natürlich aus deutscher, österreichischer und auch Schweizer Sicht ein paar Dinge zu beachten. Deutsche und Österreicher, vor allen Dingen Unternehmer, müssen sich mit dem Thema Wegzugsteuer befassen und dann gibt es möglicherweise auch die Entstrickungsbesteuerung.
die bei der Funktionsverlagerung ins Ausland anfällt. Alles in allem, wenn das dein Traum ist, in Neuseeland zu leben, kannst du leider nicht nach Kaitangata gehen oder du kannst vielleicht schon dorthin umziehen, aber 160.000 neuseeländische Dollar Prämie wirst du leider nicht bekommen. Das ist eine Falschmeldung. Aber wie ich dir in diesem Video gezeigt habe, ist es absolut realistisch, in Neuseeland zu leben, dorthin auszuwandern. Sicherlich eins der Länder, wo du auch ohne Unternehmen, ohne Investition Fuß fassen kannst, wenn du es möchtest. Wenn du dich auch mit dem Thema Auswandern beschäftigst, ganz egal ob nach Neuseeland oder in ein anderes Land, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten genau bei solchen Vorhaben, ins Ausland umziehen, die Steuerlast zu optimieren, Vermögen aufzubauen, Vermögen zu schützen, einen Plan B zu entwickeln, der einen schützt von den Verwerfungen unserer Zeit. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.